Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wir schauen jetzt, was die Themen hier mitbringen für das Kollektiv. Danke für jeden wertschätzenden Kommentar, für eure Unterstützung, für die Leute, die in meinem Memberbereich sind, für jedes Like auch. Das ist sehr wichtig. Damit macht ihr sehr viel Gutes. Und jetzt legen wir mal los. Am Ende dürft ihr wie immer dranbleiben, wenn ihr wollt. Wem es zu lange geht, der kann hier im Bildschirm, da gibt es ein Rädchen, da kann man die Geschwindigkeit ein bisschen vordrehen. Und jetzt warten wir mal, bis die erste Karte fällt. Ja, da gibt es Nachrichten, die Klärung mitbringen. Möglicherweise ist es so, dass man so ein bisschen Herausforderung hat in Sachen, die wir noch nicht greifen können. Oder es kann ja auch sein, dass wir irgendwelche Missverständnisse haben, Kommunikationsprobleme, sowas alles. Ne? Also vielleicht auch ein Tipp für uns möglichst genau auszudrücken, nachzufragen. Wow. Das ist schon mal mega. Wir haben die Sterne im Haus des Lebens und das Kleeblatt nebendran. Das ist so eine Aufklärung bei irgendetwas, wo man nicht weiter gewusst hat. Man schaut in Infos, die einen weiterbringen. Man kriegt vielleicht auch irgendwo eine Instruktion, die eine Sache klärt. Einen Rat, einen Hinweis, irgendwie sowas. Und es ist wirklich so, wir haben so ein bisschen Glück. Kann jetzt auch das Gegenüber betreffen oder eine Sache, in der wir investiert haben. Sowohl mental als auch finanziell. Und wir haben die Sonne im Haus der Blumen drin. Das ist so eine schöne Energie, eine Erleichterung, ein doppeltes Ja auch irgendwo. Etwas, was einem so in die Karten spielt, dass man aus dem, dass man es bekommt, noch was Besseres machen kann. Hindernisse, die schnell überwunden werden. Erleichterung vor allem auch. Das geht hier an alle, ich mag das Wort Zwillingsseele nicht. Also es gibt Partner, wenn ihr das selber vielleicht mal schon revidiert in eurem Leben, zu denen hat man eine besondere Verbindung. Die kann man auch zum Beispiel nach einer Trennung schwer aus dem Kopf lassen oder so. Und an die geht es, ne? An die so eine ganz tiefe seelische Ebene haben. Es ist ein bisschen wie so ein Energiewechsel, ne? Also so, als wenn du an eine Tankstelle fährst und den leeren Tank wieder auffüllst, dass du da Klarheit und Glück kriegst, wo du vorher gedacht hast, hier geht nichts mehr. An sich Neubeginne auch auf Sachen, die emotional sehr belastend waren. Ja, es ist ein Energiewechsel. Ich sage euch gleich mehr eindeutig. Jetzt seht ihr nicht mehr alles. Jetzt müsste es wieder gehen, aber die Kamera ist schief. Gut, so ist das halt, ne? Also, es ist irgendwie so, dass sich hier ordentlich was dreht und wendet. Also, es ist, glaube ich, sogar eher so, dass es eine Sache ist, die ein schicksalshaft neues Kapitel aufmacht. Wir haben schicksalshafte Nachrichten. Wir haben
tatsächlich 2-, dreimal das Thema Kommunikation, die Veränderung auch mitbringt. Ich habe das Gegenüber im Haus des Hauses drin. Hier kann es um die Family gehen, das Umfeld, die Finanzen, die Emotionen, die Vergangenheit. Also alles liegt hier schön drumherum. Alles auch irgendwo eine Zeit, wo sehr energieraubend ist oder wo man viele Baustellen hat und an keine so richtig drankommt. Möglicherweise sind hier Personen, die irgendetwas triggern. Das kann jetzt hier im Bereich der Liebe, der Partnerschaft sein oder auch im Beruf. Und es kann eine Situation sein, wo das Herz einem schwer ist. Da ist Anfang und Ende, ne? Da ist Auflösung, da geht die Sonne wieder auf, da erblüht ein neues Konstrukt. Sorry. Wir haben hier die Berufskarte, die liegt hier im Haus des Turmes drin. Es kann jetzt eine Sache sein, die haben die Selbstständigen auf den Weg gebracht und man sieht hier etwas, was vielleicht auch schlaflose Nächte mitgebracht hat, das jetzt mit den Blumen spiegelt, mit den neuen Wegen, den Möglichkeiten, die hier aufgehen. Etwas läuft so, wie wir wollten, obwohl wir schlaflose Nächte hatten. Das Geld, die Selbstwertthemen liegen hier mittendrin. Es kann ja auch sein, dass eine Zeit hinter uns bringen, wo uns sehr stark gebeutelt hat in irgendeinem Bereich oder auch Selbstwert gekostet. Wir selber liegen im Haus des Geldes drin. Möglicherweise haben wir viele finanzielle Themen oder finanzielle Wege, Veränderungen, Nachrichten, Sachen, die man besprechen muss, wo man gemeinsam irgendwie aus einem Konflikt rauskommt. Ich habe den Konflikt auch bei der männlichen Person drin. Ne? Hier kann es so ein bisschen Familienzwistigkeiten geben oder auch Sachen, die jetzt ans Licht kommen, wo man vielleicht ein bisschen hinterm Berg gehalten hat, wo man sich nicht ausgedrückt hat oder noch überlegt hat, wie sage ich es. Aber am Ende haben wir hier dann tatsächlich auch mehr Unklarheiten hinterlassen und etwas weitergetrieben, was vielleicht nicht so ganz gut ist, aber wir haben die Möglichkeit, das hier zu lösen. Ich habe das Schiff im Haus der Sonne drin. Hier ist es so, dass man Wege oder Möglichkeiten hat, die sehr begünstigt sind auf der Lebensreise, die auch Kurskorrekturen mitbringen, eine neue Richtung, einen frischeren Wind und am Ende auch langfristige Ergebnisse. Kann hier auch sein, dass man hier speziell ein bisschen herausgefordert ist mit Elternthemen oder mit Familienmitgliedern, die irgendwie Unterstützung brauchen oder die selber Hindernisse haben und deshalb an uns rantreten. Da muss man dann auch so ein bisschen abchecken, ne? Wie ist meine Emotion dazu? Was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Wo kann ich Ja sagen, wo muss ich Nein sagen? Damit es mich selbst nicht blockiert. Also es ist nicht die Woche, wo man einfach sagt, ja, das mache ich und das mache ich auch noch. Denn ich sehe uns hier unten und es ist tatsächlich so, dass wir sehr viel nachdenken. Der Ring liegt im Haus der Ringe drin. Ne? Wir haben hier irgendwo Sachen, die sich klären, wo wir ein Konstrukt neu anfangen können, neue Verträge haben, die hier Sicherheit mitbringen. Wir haben alle Themen, die am Haus, am Beruf sind, in der Veränderung mit dabei. Mietverträge, Neubeginne, Veräußern von Immobilien, neue Möglichkeiten für beruflichen Wechsel oder da eine Bewegung reinzubringen, wo man wieder so ein bisschen frischen Wind kriegt. Es kann jetzt auch das Gegenüber betreffen, die Kinder, die Arbeitskollegen oder auch uns, weil es alles irgendwie zusammengehört. Und ich habe bei einem oder anderen auch, dass zum Beispiel Arbeitskollegen neue Wege gehen und vielleicht, dass sie da einspringen müssen oder aktiver sein müssen. Ich habe Gespräche auch über das Thema.
An sich liegt die berufliche Situation sehr gut, für den einen oder anderen auch so, dass sie Herzensprojekte umsetzen können. Im Prinzip geht das wirklich an die, die etwas auf dem Herzen haben, was sie nachts nicht schlafen lässt, was sie blockiert, was sie ins Grübeln bringt, nennen wir das mal so. Wir haben den Hund bei uns im Haus liegen. Hier kann es schon auch sein, dass wir verstärkt Freundschaften pflegen oder ja, versuchen, unsere Werte durchzusetzen, Entscheidungen von Freunden unterstützen oder dass Freunde irgendwie wichtig sind, möglicherweise auch Kollegen, erwachsene Kinder, Geschwister. Ich habe hier irgendwie das Thema ja, Familien, die ein gewaltig verstricktes Konstrukt haben oder auch Abhängigkeiten, wo sich hier was lösen will und wo eine Sache, die man verbindlich immer gleich gemacht hat, einmal anders angegangen wird und da ist irgendwie Profit dabei. Ne? Wir haben den Hai mit dem Thema Initiation. Man kann bei irgendetwas über sich selbst hinauswachsen und feststellen, wie viel Kraft und Größe man eigentlich hat. Die Sterne liegen hier im Haus des Lebens drin. Ne? Hier möchte sich etwas klären, hier stellen sich beruflich finanzielle Dinge wieder unter einen guten Stern oder man hat so dieses Gefühl, dass man ein bisschen Glück hat bei irgendetwas. Im Prinzip erscheint der Hai auch als eine Warnung. Ne? Hier sind vielleicht irgendwelche Ängste oder irgendwelche Sorgen, Befürchtungen, die man so hat. Und es ist eine Zeit, wo man sich diese anguckt und wo man neue Aufgaben kriegt und diese auch mit Bravour meistert. Das sind so Urängste, ne, die sich hier zeigen. Und das ist auch das, was ich hier meine mit dem sehr verstrickten Familienthema. Das ist so, da brauchst du auch gar keinen Kontakt haben zum Beispiel und es wirkt trotzdem. Man stellt sich sozusagen seiner größten Furcht und man überwindet sie, indem man sich mutig stellt. Wir schauen hier in die Veränderungen, die uns Sicherheit mitbringen und Schutz irgendwo auch. Und es geht tatsächlich auch um Ängste der Kindheit sozusagen. Ne? Also wir dürfen den Ängsten mal einen Namen geben und wir dürfen hier auch zu neuen Ufern aufbrechen, zu neuen Konstrukten. Ne? Hier liegt das Kind an sich im Hause der Veränderung drin. Und im Haus des Kindes liegt der Mond. Es kann natürlich auch um das innere Kind gehen oder tatsächlich Urängste aus Kindertagen. Ich glaube, ich brauche nicht mehr so viel sagen. Wir haben den Regenbogenwasserfall mit dem Thema Wunder. Ich ziehe sie ja nicht, ich lasse sie ja springen und die kommt sehr oft bei mir in letzter Zeit. Ich könnte eigentlich auch eins gebrauchen, wer von euch nicht auch. Ne? Ich glaube, das Wunder an sich ist, dass wir hier über etwas drüber kommen, das sehr viel Kraft gekostet hat, Nerven, Rückschläge mitgebracht hat, sowas alles. Der Regenbogen an sich bringt uns Hoffnung mit und das Versprechen, dass etwas gut ausgeht. Es geht tatsächlich sehr viel darum, Ängste und Zweifel abzulegen, damit etwas wieder frei fließen kann, dass man das Gefühl hat, es ist alles okay, so wie es ist. Und man darf ja auch abgeben, weil es gibt immer wieder Lösungen, die kommen, mit denen wir nicht rechnen.
an sich mal überlegen, welch ein Wunder das Leben überhaupt ist. Hier ist natürlich das Element Wasser mit dabei und mit den Farben auch das ganze Spektrum der Emotionen. Und wir sollen uns diese Woche mal damit beschäftigen, dass wir uns nicht beschränken bei der Möglichkeit, wie ein Wunder kommen kann. Kleine Wunder feiern, die Magie des Momentes wieder in sich aufnehmen, das Leben bejahen und bereit sein zu empfangen, wird uns nächste Woche tatsächlich gute Ergebnisse oder wunderbare Wenden auch mitbringen. Wir gucken mal, was ich hier noch kriege. Dann lassen wir es so stehen. Wir haben die Übergangsphase mit dem Blumenkohl. Jetzt haben wir das Element Erde, also etwas, was uns auch sehr erdet. Wir haben das Sternzeichen Fische hier mit drauf oder auch Element Wasser. Und wir haben etwas, das uns Langlebigkeit mitbringt. Etwas, was sich so wandelt, dass es für längere Zeit gültig ist. Wir haben hier das Element Luft mit dabei. Und wir haben vom Sternzeichen her den Skorpion. Und es geht hier sehr viel um das, was wir begehren, um eure Wünsche, um unsere Wünsche. Zweimal Element Wasser, zweimal Sternzeichen Fische, Fische, Skorpion. Vielleicht hat es nächste Woche irgendetwas Besonderes, was uns dieses Sternzeichen, das Element Wasser oder an sich jemand mit diesem Sternzeichen sagen möchte. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis bald. Bleibt noch dran für eine kleine Botschaft. So, hier bin ich wieder. Wir nehmen eine Karte für unser Füllebewusstsein. Ich bin am Suchen mal wieder. Und wir nehmen einen Engel. Dann dürft ihr wählen. Ich würde diese Seite heute nehmen. Schauen wir erstmal, was sich daneben verbirgt. Daneben, jetzt lese ich daneben, schon, jetzt sage ich daneben, dahinter verbirgt. Hier geht es darum, dass man vielleicht irgendwo eine kleine Tätigkeit aufnimmt, für eine kleine Zeit, die dann irgendwann mal in einer Traumkarriere enden könnte. Möglicherweise ist es auch so, dass wir uns im Hauptjob verkürzen und irgendwas Kleineres hinzunehmen. Es ist vielleicht auch so ein bisschen das Löcherstopfen durch etwas, was man jetzt sich wünscht oder haben möchte. Ne? Man erarbeitet sich nebenher etwas und füttert damit ein bisschen sein Sparschwein. Dann haben wir, dass wir fokussiert bleiben sollen. Hier ist der glückliche Ausgang, ne? Die Sonne. Hier sind neue Ideen. Hier kommt ein Erfolg. Und es kann jetzt im beruflichen Bereich sein. Möglicherweise ergibt sich etwas, wo man
für eine kürzere Zeit einfach. Ich habe immer dieses kürzere Zeit, etwas macht, das einem nachher einen Mehrwert mitbringt. Es kann jetzt emotional, aber auch mit Materie zu tun haben. Wichtig ist, dass wir fokussiert darauf bleiben, dass wir unser Ziel erreichen wollen und dass wir uns selber auch vertrauen, dass wir kreative, motivierte Energien haben, dass wir ambitioniert sind und wir haben den Engel des Optimismus mit dabei. Eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst die Gedanken und Handlungen. Du hast es in der Hand. Durch positives Denken kannst du dich und dein Umfeld glücklich machen. Konzentriere dich auf deine Wünsche und Ziele, das haben wir hier, ne, mit fokussiert sein. Und gehe davon aus, dass sie in Erfüllung gehen werden. Dein Engel wird dich dabei unterstützen. Die Karte wird oft falsch verstanden. Ne? Ich denke, das ist so eine Sache, da spart man sich was zusammen und erfüllt sich nachher eine Möglichkeit damit. Oder man hat eben eine bestimmte Reserve, die man dann nachher benötigt oder die einem das Gefühl der Sicherheit auch gibt. So, dann gucken wir. Oh, das sind mir zu viele. Wir wollen ein Vögelchen. Sind es wieder zwei. Der Stieglitz. Nimm diesen Moment mit beiden Händen und setze dir erstaunliche Ziele. Also es kommt dreimal vor, ne, dass wir fokussiert unsere Ziele im Auge haben. Möglicherweise sagt man auch, ich mache jetzt mal 3-4 Wochen dies oder das und habe dann einen Bonus für mich, weil ich mir etwas gönnen will. Und die Karte sagt auch, jeder Tag sollte mit Glück erfüllt sein. Also ich habe so das Gefühl, wir wollen uns hier etwas gönnen oder kaufen oder einladen ins Leben, für das wir hier mit der Kraft investieren. Und wir haben die Nachtigall, die bringt Liebe, Freude und Schwung ins Leben, gute Nachrichten, eine Verbesserung des Wohlbefindens. Die Seele möchte erhört werden, die Selbstliebe nimmt zu, aber auch die Liebe zu einem Partner. Okay, gucken wir uns die andere Seite an. Entlohne als erstes dich selbst. Ihr habt das Verlangen, irgendwie weiterzuziehen. Die Suche nach etwas, was Sinn bringt. Hier ist spirituelles und emotionales Wachstum. Mit dem Ritter des Feuers habt ihr hier die Situation, dass etwas schnell kommen kann, dass etwas unsere Aufmerksamkeit braucht, dass man auch handeln muss. Aber er sagt auch, denke gründlich nach, macht es Sinn oder nicht. Also nicht vorschnell reagieren. Ihr habt, mach mal wieder jemanden eine Freude, also teile irgendetwas, um selbstlos jemand anderem etwas Gutes zu tun. Und ihr habt den Engel des Mutes. Da geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Es geht darum, dass diese Entscheidungen auch eine Portion Mut brauchen. Aber es wird ja auch gesagt, dass wir sicher sein sollen, dass wir unterstützt werden, wenn wir uns von Dingen trennen, die uns belasten. Oder wenn wir Sachen aussprechen, die Möglichkeiten mitbringen. Der Glaube an sich selber und die eigenen Fähigkeiten sind hier sehr wichtig. Und hier geht es um das, ich mache einen ersten Schritt. Ne? Hier spürt man das schon so, irgendwas ist unstimmig und jetzt braucht man eine Entscheidung, die kommt ja auch plötzlich. Und dann geht es darum, das durchzuziehen auch. So, das hier ist praktisch das Sparschwein auch, man selbst. Ne? Erkläre dich selbst zu deiner wichtigsten finanziellen Verpflichtung, indem du jedes Mal, wenn du Geld bekommst, einen Teil davon zur Seite legst. Es ist im Prinzip genau die Sache mit dem anderen Stapel. Man füttert sein Sparschwein, man tut es für sich.
für eine gute Zukunft und eine gute Gegenwart. Sie wollen heute sehr sprechen. Ihr habt noch den Bienenfresser. Es ist hier die gute Karte für Wohlstand und Wunder. Ich verhelfe dir zu mehr Freude, Gemeinschaft und Vertrauen. Wunder kommen jetzt zu dir, nimm sie wahr. Sie sind da, entspanne dich, das Leben trägt dich. Das Wunder hatten wir auch in der großen Legung. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.